In dieser Folge nehmen wir nochmals einen Anlauf, um die Sanddüne Congoriels zu durchqueren. Und fahren durch wunderschöne Landschaften und spektakuläre Canyonfahrten. Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. An einer Stelle ist die Congoriels nicht ganz so hoch, aber halt trotzdem Sand. Und wir wollen einfach nicht stecken bleiben. Denn hier ist weit und breit kein Fahrzeug, das unser Saurer rausziehen könnte. Als ich spürte, dass der Saurer immer langsamer wird und die weiche Stelle erst noch kommt, habe ich die letzte Möglichkeit genutzt, um zu drehen. Teambesprechung und ein zweiter Versuch. Nochmals ein wenig Reifendruck ablassen und dieses Mal ein Gang tiefer. Und einfach nie anhalten. Ich merke, dass ich nicht mehr komme. Aber jetzt geht es besser, oder? Ja. Das Gefühl, wenn du mit dieser Geschwindigkeit fährst, könnte es gut kommen. Du wirst Bühne nehmen. Das ist nicht besser. Sehr gut. Hey, da warst du wieder. Da hochgekommen. Wir haben es geschafft. Rutschen noch. Wow! Woohoo! Tatsächlich geschafft. Pede ist einfach ein super Fahrer. Auf dieser Seite der Congoriels sollen noch weniger Menschen leben. Wir freuen uns riesig. Das Abenteuer Wüste Gobi geht erst richtig los. Nach einem langen, erlebnisreichen Tag endlich angekommen an unserem heutigen Übernachtungsplatz. Morgensport, damit wir danach mehrere Stunden ruhig im Saurer sitzen können. Landschaftlich ein richtiges Highlight und keinesfalls langweilig. Vor allem die Navigatorinnen suchen immer die schönsten Canyonfahrten aus. Wir navigierten mit Maps.me, das keine Höhenlinien eingezeichnet hat, was die Sache schon eher schwierig macht. Nach dem Canyon kommt wieder eine riesige Fläche. So toll! So toll! Ja. Diese endlose Weite. Und Chips. Die Wüste Gobi ist nur auf den ersten Blick eintönig, auf den zweiten Blick unglaublich farbig.
Einmal müssen wir aber kehren, als plötzlich nur noch eine TÜV-Spur zu sehen ist. Da passt unser Saurer beim besten Willen nicht mehr durch. Es hatten uns mehrere Reisende gesagt, dass man in der Mongolei gar nicht so einfach an frische und gute Produkte kommt. Daher hatten sie uns geraten, in Russland groß aufzustocken. Was ja für uns auch kein Problem ist, da wir einen sehr großen Camper haben und auch eine Gefriertruhe. Wir mussten schon in verschiedenen Dörfern entdecken, dass es gar nicht so schlimm ist. Wie zum Beispiel hier. In Corvantes. Hier haben wir einen super Laden gefunden, der hat sogar Äpfel. Sie sind zwar nicht ganz so günstig wie anderswo in der Mongolei, aber dennoch findet man hier immer wieder gute Lebensmittel. Was für ein cooler Canyon! Wir sind jetzt schon durch einige Canyons gefahren, aber jeder ist anders und genau das macht es so spannend. Wir bekommen Besuch von einer Mongolin. Viele Nomaden sind hier mit dem TÜV unterwegs. Das sei günstiger als mit einem Pferd, das man den ganzen Winter durchhirten muss. Danach machen wir einen Spaziergang auf einen Berg hoch. Die Aussicht ist einfach fantastisch. Juhu! Wir sind oben! Radio! Wollen doch du! Jetzt ist es soweit. Nach unserer Wanderung starten wir auf die Canyonfahrt. Nach dem Canyon einfach wieder eine riesige Fläche. Wo die Nomaden mit ihren Herden unterwegs sind. Beim Navigieren müssen wir uns sehr gut konzentrieren. Es hat so viele Spuren und die führen nicht immer alle an das gleiche Ziel.
Nach einer Fläche kommt wieder eine Hügellandschaft. Und die Landschaft danach ist einfach noch faszinierender als davor. Wieder mal in den 5% Sand der Wüste Gobi. Beim Salzsee Oruk Nur machen wir einen Abendspaziergang. Und wieder einmal unsere Lieblingswüstentiere streicheln. Sand, soweit das Auge reicht. Nach tagelangen Schotter- und Sandpisten erreichen wir endlich die Teerstraße. Wir sind zurück in der Zivilisation und genießen ein leckeres Abendessen im Restaurant. Wir laufen hoch zum Aussichtspunkt. Der Ausblick über die Stadt ist sehr cool. In den Städten hat es immer wieder Wasserhäuser, von denen das ganze Dorf Wasser kaufen kann. Trotz unseren großen Wassertanks müssen wir zwischendurch immer wieder mal auffüllen. Jeden Morgen joggen wir als erstes eine Runde. Heute zu einem Uwo. Und klar umkreisen wir ihn 3-mal. Unsere neugierigen, aber scheuen Nachbarn sind heute die Erdmännchen. Weiter geht die Fahrt nach Kharkhorin, die ehemalige Hauptstadt von der Mongolei. Wir werden gebeten, bei einem Lieferwagen, der eine Panne hat, anzuhalten. Sie möchten gerne eine Rätsche aussehen, welche bei ihnen beim Federbriedenanziehen kaputt gegangen ist. Die Achse wurde gleich hier auf diesem Feldweg ausgewechselt. Für mich als Schweizer Mechaniker total unvorstellbar, aber sehr cool, wie sie das hier machen.
Am letzten gemeinsamen Ferientag mit Monika machen wir einen Stopp bei einer Nomadenfamilie, die gerade am Stutenmelken ist. Die fermentierte Stutenmilch ist ein traditionelles Getränk der Nomaden. Das müssen wir unbedingt mal probieren. Und? Säuerlich, aber nicht so schlecht. So schlecht, das ist gut. Willst du probieren? Ja, probieren. Kannst du mal noch... Karcherin war einmal die größte Stadt der Welt, zur Zeit, als es gar noch nicht so viele Städte gegeben hatte. Zu ihrer Blütenzeit lebten 10.000 Mönchen in der Tempelanlage. Wir müssen uns wieder nach 2 Wochen Wüstenexpedition von meiner Gotte verabschieden. Wir haben wunderschönes Wetter, was Mitte Oktober nicht ganz so üblich ist für die Mongolei. Und nächste Woche fahren wir weiter ins Altai. Nimmt es dich Wunder, was wir da erleben? Da sei auch du mit dabei. Tschüss!